Ja, hallo zusammen und auch von unserer Seite herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr, dass Tobias Häusler und ich heute wieder da sein dürfen, um Ihnen die neuesten Entwicklungen des Vertec Releases 6.8 vorzustellen. Wir haben nicht ganz so viel Zeit. Wir haben zwar auch weiße Bändlein, aber wir sind nicht nur für die Vertec tätig. Sie kennen vielleicht auch die Clarup AG aus der einen oder anderen Präsentation. Wir sind nebenbei auch Gebäudegutachter. Und wir müssen ziemlich viel arbeiten heute, deswegen haben wir versucht, dass wir das möglichst kombinieren und beides in einem machen. Wir sind relativ erfolgreich und auch ein smartes Unternehmen, darum nutzen auch wir Vertec. Und das würde ich Ihnen gerne heute einmal zeigen und Sie einfach mitnehmen in unsere tägliche Arbeit. Wir fangen an mit der Vertec Phone App, die die einen oder anderen von Ihnen hoffentlich auch schon nutzen. Und wie Sie hier sehen, bin ich übers Menü gegangen und stehe auf den Adressen, die ich dabei habe. Und weil wir eben heute relativ viel zu tun haben, möchte ich Ihnen zeigen, wie wir da heute vorgehen. Ich habe heute auch nicht nur die Adressen dabei, sondern auch meine offenen Aktivitäten und kann hier natürlich jederzeit überprüfen, was uns denn heute so einen Druck macht. Und wenn ich hier mal auf die heutige Aktivität gehe, dann finde ich auch hier direkt meine E-Mail an mich gerichtet von einem Tobias Keller. Dieser Vorname kommt heute relativ häufig vor. Das Lieblingshochhaus ist an allen Ecken und Enden kaputt und ich muss mir das mal mehr ansehen. Der liebe Tobias Keller arbeitet bei der Meyer Objektbau AG und ich schaue mir mal an, wo befinden die sich eigentlich. Dafür gehe ich wieder auf meine Adressen und schaue mir die Meyer Objektbau AG mal an. Hier kann ich jetzt Verschiedenes sehen. Ich sehe also hier auch die Anfrage. Ich habe also alle Aktivitäten, wie gesagt, in dem Verlauf direkt auf der Phone-App. Wir haben ja zu einer Mail-Kampagne eingeladen und ich sehe hier unten auch, ich kann mir anschauen, ob der Verkauf auch anständig die Opportunitäten gepflegt hat, um eine Sales-Pipeline aufzubauen. Auch das ist hier erfolgt. An der Stelle auch an meinen Verkaufskollegen Tobias Häusler herzlichen Dank. Und ich kann auch sehen, dass hier bereits ein Projekt angelegt ist, das Projekt Hochhaus Blau. Gut, ich schaue mal in meine Aktivität und überlege mir, was können wir jetzt tun. Ich muss ein Gutachten durchführen. Ich schaue mal, wenn ich mir die Meyer Objektbau anschaue, wo sitzt die denn eigentlich? Und hier habe ich auch alle Kontaktmittel im Zugriff, kann direkt eine E-Mail schreiben, die Webseite aufrufen, die Adresse hinterlegen und somit auch die Routenplanung starten. Auch das tun wir mal. Und ich stelle fest, Hoffnigstraße 1, das ist ja direkt hier. Das ist super, sparen wir uns die Spesenerfassung und die Reisekosten. Ich kann also direkt hier beginnen. Ja, und muss dann natürlich auch meinen Kollegen, den Herrn Häusler, informieren. Und wenn ich mich hier umgucke, was so mit dem Gebäude los ist, die Lampen scheinen ziemlich kaputt zu sein. Die hängen völlig durcheinander. Ja, die Vorhänge sind grün. Ich glaube, das muss der Herr Häusler mal wissen für ein Angebot. Insofern erzeuge ich jetzt mal eine neue Aktivität in meiner Phone-App. Das kann ich zum Beispiel über die Adresse tun. Gehe hier unten auf das Plus-Symbol und kann jetzt direkt hier auch das Projekt mit verknüpfen. Da suche ich mal nach Blau. Das ist nämlich schon hinterlegt und kann jetzt hier das Hochhaus Blau auch direkt zuordnen und kann sagen, wir möchten jetzt hier Auftragsarbeiten durchführen, Kontaktart vor Ort, denn ich bin ja da. Und wir haben auch wie immer ein bisschen Druck, das müssen wir heute machen, Herr Häusler. Und ich werde das auch direkt beim Kollegen, dem Herrn Häusler, zuordnen. Wir suchen mal, da ist der Tobias Häusler. Genau, und jetzt sieht man hier schon die Aktivität, die ich angelegt habe. Ich gebe Ihnen noch einen Text mit, damit du auch ein anständiges Angebot erstellen kannst. Habe das Gebäude begutachtet. Der Zustand ist mehr oder weniger katastrophal. Vor allem die Lampen, die Vorhänge und die Stühle sollten auch nicht mehr allzu lange halten. Ich sage fertig, gehe zurück. Die Aktivität ist erzeugt und was ist das Wichtigste für uns als erfolgreiches Unternehmen? Wir müssen Leistungen erfassen. Das kann ich natürlich auch über die App tun. Ich gehe wieder zurück und im Menü sehen wir hier auch die Leistungen und Abwesenheiten. Ich werde hier mal 2 Leistungen erfassen, denn das kennen die einen oder anderen von Ihnen vielleicht schon. Wir haben jetzt hier neu auch eben dieses Säulendiagramm. Ich sehe mit dem schwarzen Balken meine Präsenzzeiten oder beziehungsweise meine Sollzeit und ich sehe auch die Präsenzzeiten, die über die Sollzeit hinausgehen. Das liegt daran, dass ich auf jeden Fall beim Apéro dabei bin heute Abend. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist. Und jetzt erfassen wir über das Plus unten neue Leistungen. Und ich kann zum einen sagen, für die Anwendertagung erfasse ich mal, wie lange hat das jetzt gedauert? In etwa eine Stunde. Dann sage ich, Vortrag gehalten. So. Und wenn ich zurückgehe, dann sieht man jetzt, baut sich diese Leistung dort oben auf. Und ich sehe hier auch den Balken, kann ich wunderbar die Leistungen mit den Präsenzzeiten abgleichen. Aber wir wollen ja auch Geld verdienen. Darum erfasse ich jetzt auch Leistungen für das Gutachten. Suche das Projekt Blau heraus.
Hier kommt jetzt das Projekt Hochhaus Blau. Ich wähle das aus und auch hier erfasse ich auch die Stunde, die es eben gedauert hat, umfangreich das Gebäude analysiert. Und erfasse auch die Leistung. Diese Leistung bekommt dann einen anderen Farbcode und es baut sich eben weiter auf. Dann kann ich schauen, ob ich die Präsenzzeiten auch erreicht habe. Den Rest buche ich nachher auf Apero. Das mache ich dann aber erst gegen 20 Uhr. Ja, und ich bin soweit durch und würde damit übergeben wollen an meinen Kollegen Herrn Häusler. Und schauen wir mal, was du damit anfängst. Ja, ich habe gehört, ich habe eine Aufgabe zugewiesen bekommen. Das scheint wohl diese hier ohne Titel zu sein. Das ist natürlich die gute Frage, was er von mir möchte, aber wahrscheinlich muss ich ein Angebot erstellen. Richtig. Wie konnte ich das vergessen? Ich weiß nicht, wir erstellen immer Angebote, von dem her war der Gedanke naheliegend. Ja, gut. Haben das Angebot begutachtet, katastrophal, Lampen, Vorhänge, Stühle. Okay, das ist ja sehr umfangreich, die Informationen, die ich habe. Ich schaue vielleicht mal in das Projekt rein. Vielleicht habe ich da noch ein bisschen mehr. Kundenanfrage. Auftragsarbeiten vor Ort, okay, nicht allzu viel mehr, aber na gut, wir erstellen ja, wie gesagt, relativ viele Angebote für solche Hochhäuser und es ist noch gar nicht so lange her, da haben wir schon mal was Ähnliches angeboten. Das war irgendwas mit einem grünen Hochhaus. Ich suche mal nach grün. Grün, okay, gut, die ganzen Adressen von der Grün AG, die interessieren mich gerade nicht, die kann ich über unseren Klassenfilter rausnehmen, dann wird das hier etwas übersichtlicher und dann kann ich hier noch nachfiltern nach den Dokumenten und sehe, dass hier ja, ein Angebot erstellt wurde, das kann ich von hier auch gleich öffnen und ich sehe hier auch eine Excel-Tabelle mit einem Zeitplan. Gut, schauen wir doch mal kurz in das Angebot. Das ist eine PowerPoint. Wer erstellt Angebote als PowerPoint? Aber gut, zum Glück durchsuchen wir mittlerweile auch PowerPoints. Wunderbar. Was sehe ich hier? Phase 1, 2, 3, Kostenvoranschlag, Begutachtung, Protokollierung. Perfekt. Das ist bestimmt genau das, was wir auch für Hochhaus Blau brauchen. Und dann gucken wir doch noch ganz kurz in diese Excel-Tabelle rein. Ja, der Projektplan ist genauso umfangreich wie die Informationen über das Angebot. Passt. Ist okay. Was wir hier sehen, ist, dass wir den Begriff Grün auch anhand dieses Grünes hier zum Beispiel finden oder hier Grünes. Wir suchen also auch nach ähnlichen Begriffen. Das ist hier sehr hilfreich. Jetzt gucke ich mir doch mal das Projekt noch mal hier ein bisschen genauer an. Gucke mal kurz in die Phasen rein. Kostenvoranschlag, Begutachtung, ausgiebige Protokollierung mit Budgetierung, alles klar, wunderbar. Das passt, das kann ich doch genau 1:1 übernehmen. Dann gehe ich zurück in mein Projekt und kann hier die Phasen von dem anderen Projekt übernehmen, weil warum sollte ich denn mehr arbeiten als notwendig? So, dann haben wir hier unsere Phasen, fertig budgetiert, wunderbar. Das muss ich doch nur noch anbieten. Dann erzeuge ich ein neues Angebot. Ich habe von Herrn Wilke gelernt, wenn ich da Angebot unschlagbar günstig reinschreibe, dann ist das quasi schon so gut wie angenommen. So, das kann wieder zu. Dann muss ich dem Angebot nur noch die Phasen zuordnen, die ich anbieten möchte. Das sind genau diese 3. Kann ich einfach hier drauf ziehen. Und dann kann ich das Angebot schon drucken. Wir machen das natürlich auch jetzt richtig als PDF und nicht als PowerPoint. Was macht denn sowas? So, und dann kommt das hier und das sieht wunderbar aus. Das kann ich direkt so rausschicken. Sehr gut. Dann muss ich doch jetzt nur noch was machen? Natürlich meine Leistung erfassen, nicht logisch. Die erfasse ich auf das Hochhaus Blau, auf die Phase Kostenvoranschlag. Gut, erstellen. Oh, Moment, da habe ich mich vertippt. Gut, dass der Spellchecker mich da gleich darauf hinweist. Das kann ich gleich korrigieren. Und dann sagen wir 10 Minuten. Ich brauche nicht so lange wie der Herr Wilke für solche Sachen. Dafür verschreibe ich mich nicht so oft. Dafür schreibst du dich nicht so oft. Da hast du recht. So, gut, das ist erledigt, aber also, wir schicken ja die ganze Zeit diese Angebote für Hochhäuser raus und ich habe irgendwie das Gefühl, dass da umsatzmäßig gar nicht so viel geht. Tobi, verdienen wir mit den Hochhäusern eigentlich Geld? Danke, dass du fragst. Da haben wir doch so ein integriertes Business Intelligence Modul. Wenn du zur Seite gehen würdest und wenn das Angebot bestellt wird, können wir uns auch einen zweiten Rechner leisten. Insofern lass mich erstmal hier ran. Das wäre doch was. Danke. Schau mal, mach mal mein Vertec auf.
Genau, dann schauen wir doch mal in unser Business Intelligence Modul. Ich gehe hier mal ein bisschen runter. Und zu deiner Frage, Tobi, kann man hier schon sehen, ich habe hier diesen Ordner alle aktiven Projekte. Wir sehen es hier an diesem kleinen Symbol so eingestellt, dass es direkt im Business Intelligence Modul aufgeht. Und wenn wir uns das hier mal anschauen, dann kann man direkt sehen, ob wir mit den Hochhäusern Geld verdienen. Und ich würde sagen, hier im BI können wir Folgendes sehen. Ich habe Kennzahlen schon direkt vordefiniert. Das heißt, welche Säulen ich hier sehe, kann ich eben vorab definieren, sowohl die Farben als auch welche Kennzahlen es sein sollen. Wir liefern ein Set mit aus. Ich kann neue dazu definieren und könnte sie dann hier im Dropdown auswählen. Und genauso kann ich hier auch weitere Sichten definieren. Davon schauen wir uns auch gleich noch 2, 3 an. Wir sehen natürlich die Burgen, die laufen sehr, sehr gut. Die flachen Häuser eigentlich auch, weil da muss man nicht so viele Treppen gehen. Hochhäuser finde ich schwierig, Tobi. Ja. Wirklich. Die Zelte können wir so mitnehmen, aber ich denke, bei den Hochhäusern sollten wir mal reinschauen, was da eigentlich das Problem ist. Was sagst du dazu? Ja, sollten wir tun. Gut, das können wir tun, indem ich hier zum Beispiel mir erstmal insgesamt die Abrechenbarkeit anschaue. Haben wir hier ein Kreisdiagramm erstellt und sehen, wir schreiben hier ganz schön viel ab. Ich würde sagen, das sind knapp 18%. Guck mal mit einem Mausover, ja, sind 17,37. Und dann gucken wir mal weiter in eine weitere Sicht. Zum Beispiel hier habe ich nochmal die Abschreibung und kann sehen, die meisten Abschreibungen sind definitiv bei den Hochhäusern. Auch das kann ich mit einem Mausover hier an Zahlen erkennen. Und ich kann hier natürlich auch mit einem Doppelklick direkt in die Hochhäuser reinspringen. Auch hier bin ich nun auf einer weiteren Sicht, könnte hier auch in die einzelnen Projekte rein navigieren. Mich interessiert erstmal diese Sicht, vor allem die Abschreibung. Was jetzt hier zum Beispiel offen ist oder nicht, kann ich hier mit dem Auge einfach zuklappen. Das interessiert mich gerade nicht. Dann erweitert sich die Sicht und ich kann immer mehr das Problem eingrenzen. Ich sehe, das Problem ist beim netten Haus. Das Haus ist zwar nett, aber das Projekt scheint nicht so nett zu sein. Ich klicke hier mal doppelt drauf und schaue mir mal die Detailansicht dieses Projektes an und wechsle hier in die Standardansicht, um mal zu sehen, wer ist eigentlich für dieses Projekt verantwortlich. Natürlich ein Tobias. Natürlich. Ein Glück trifft es uns beide nicht. Ja? Der andere Tobias. Das ist der andere Tobias. Der ist heute nicht da. Wir wissen jetzt auch warum. Aber vielleicht war das nur ein Zufall. Wir können ja noch mal weiterschauen. Da war ja noch so ein zweites Projekt, Window. Da ging es irgendwie um Fenster, nicht um das Betriebssystem. Auch hier schauen wir mal rein. Ich hoffe, ich bin das nicht. Das ist auch der Tobias. Ja, natürlich. Ja, also sowas. Jetzt sehen wir schon so ein bisschen, wo der Hund begraben ist. Können wir dann noch mal genauer reinschauen? Gut, dass du fragst. Ja, auch das können wir tun. Wir haben nämlich dafür eine neue Zusatzfunktion, die heißt Stammordner Controlling und BI. Die habe ich gerade eben noch auf dem Weg hier rein von unserer Webseite downgeloadet und hier in Betrieb genommen. Ich möchte auch Ihnen die einmal zeigen. Wir können also hier jetzt auch, wenn wir diese Zusatzfunktion in Betrieb nehmen, gibt es hier einen neuen Stammordner, der auch Controlling und BI heißt. Und auch hier, das mal wieder einklappe, gehen wir hier rein, gibt es 3 neue Ordner und hier habe ich zum Beispiel Sicht, wenn wir uns mal das Vorquartal ansehen, auf den Umsatz. Und ich würde sagen, Tobi, das ist relativ stabil, da gibt es jetzt erstmal nichts zu meckern. Das sieht gut aus. Ja. Ich würde aber gerne noch mal weiter reinschauen. Mit dieser Zusatzfunktion liefern wir auch diesen Ordner Honorare und Abschreibungen ab, ähnlich wie eben. Auch hier könnte ich eben noch weitere Sichten bauen, um weiter rein zu navigieren. Aber was ja die entscheidende Frage immer ist, wenn man gesund ein Unternehmen führen möchte, ist, wer ist eigentlich schuld? Oder? Und das können wir hier wunderbar an dem Ordner HR erkennen. Wir gehen hier einmal rauf. Ja. Und hier sehen wir jetzt natürlich mal die Performance unseres Riesenteams. Ja, also offensichtlich. Es gibt Dinge, die mich nicht überraschen. Es gibt Dinge, die mich schon überraschen. Und hups, das wollte ich nicht. Und das ist hier der Tobias. Ja, ich sag mal, mit dem, wenn er wieder da ist, sollten wir mal sprechen. Der schuldet uns knapp 9.000 €. Mit dem sollten wir mal reden, ja. Ja. Okay, dann wäre das dann mal geklärt. Aber wie sind wir denn für die Zukunft aufgestellt? Oh, da muss ich mal überlegen, wie wir das rausfinden können. Auch da gibt es eine neue Zusatzfunktion. Die habe ich auch in Betrieb genommen. Man wird es kaum glauben, die heißt BI-Kennzahlen für Opportunitäten. Und da unser Vertrieb ja sauber arbeitet, legen wir natürlich auch, wie wir eben schon in der Phone-App gesehen haben, legen wir entsprechende Opportunitäten an für die Projekte. Und wenn wir diese Zusatzfunktion in Betrieb nehmen, dann haben wir unterhalb des Ordners Verkauf hier einen neuen Controlling-Ordner. Und auch hier sehen wir direkt BI-Sichten auf Ordner, die direkt auf die Opportunitäten abzielen. Ich wähle mal hier einen aus. Und Opportunitäten wollen wir jetzt zum Beispiel mal sehen für das Folgejahr, also 2026. Standardmäßig liefern wir eben aus den Betrag der Opportunitäten. Also die Opportunität ist die Verkaufswahrscheinlichkeit. Ja, wie viel Euro oder Franken tragen wir dort ein? Wann ist das Eintrittsdatum und mit welcher Wahrscheinlichkeit? Und anhand dieser Zahlen und der Wahrscheinlichkeiten können wir das Ganze noch gewichten. Dann sehen wir hier 2 Kurven, die
die Wunschkurve und die möglichst realistische Kurve hier unten. Können wir hier natürlich auch wieder ausblenden, denn das ist das, was wir uns ansehen sollten. Und ich würde sagen, bis April können wir uns noch relativ entspannen und dann sollten wir mal zusehen, dass die Kurve weiter nach oben geht. Ja, das sieht doch gut aus. Wie ist denn das auch die Personen verteilt? Das ist auch super. Wir bringen 2 weitere Ordner mit. Die Kunden lassen wir mal außen vor. Das sind ja auch ziemlich empfindliche Daten, die möchte ich jetzt hier nicht teilen. Aber die Personaldaten sind ja kein Problem. Deswegen schauen wir jetzt hier mal auf die Opportunitäten nach Verkäufer, wie das hier aussieht. Ja, und da haben wir uns beiden Verkäufer und ja, auch wenn das Vertec V ziemlich schön aussieht, können Sie jetzt entscheiden, ob Kontinuität zählt oder der kurzfristige Erfolg. Ja, mein Gott, ich bin ja auch nur Entwicklungsleiter. Ja. Richtig. Und auch hier können wir natürlich nochmal, wenn Sie jetzt die Mitarbeiter des Monats ermitteln wollen, auf Übersicht je Verkäufer gehen. Und auch hier sehen wir dann entsprechend die Kennzahlen. Der Tobias taucht hier irgendwie gar nicht auf. Ne? Ja, komisch. Wer hätte das gedacht? Ja, ist irgendwie schwierig. Ja, das ist so das Wesentliche, was wir einmal Wie hier ist denn das zeigen mit wollen. den Zusatzfunktionen? Du hast Ja. da jetzt, was ist denn das? Diese Zusatzfunktionen, das sind Konfigurationen, die Ute Heimann und ihr Team regelmäßig erweitern, wo wir uns sehr darüber freuen, denn auch unsere Kunden können auf unsere Webseite gehen. Ich habe da mal was vorbereitet. Hier ist unsere Webseite und im Kundenbereich finden Sie unsere Knowledge Base und hier gibt es dann eben diese Rubrik Zusatzfunktionen. Wenn wir hier raufgehen, gibt es mittlerweile, wir sind jetzt schon so knapp an den 60 Zusatzfunktionen. Und dann sieht man hier die Übersicht und die sind alle wunderbar beschrieben, diese Zusatzfunktionen. Geht hier los von Abwesenheitsfreigaben, auch sehr branchenspezifisch, was für Anwälte dabei, was für Ingenieure dabei. Und da würde ich Sie auch gerne motivieren, schauen Sie mal da drauf, was es da alles gibt. Sprechen Sie mit Ihrem Projektleiter, ob es in Ihre aktuelle Konfiguration passt oder ob wir noch kleinere Anpassungen vornehmen müssen. Und eine relativ neue Zusatzfunktion, die wir haben, ist die Adressprüfung für Deutschland. Klicken wir mal rauf. Und hier integrieren wir auch wunderbar in weitere Systeme. Hier arbeiten wir mit Company Info und Legalien zusammen. Legalien ist auch jetzt für die Schweiz verfügbar für den Bereich KYC und GWG-Prüfungen, also gerade für die Anwaltskanzleien interessant. Und der Maximilian Reinhardt, Gründer und CEO von Legalien, ist auch heute hier. Max, magst du bitte einmal kurz aufstehen? Oder da hinten bist du, genau, da hinten in der Ecke ist der Maximilian Reinhardt. Also wer da Interesse hat, gehen Sie gerne auf den Max zu. Ich kriege dafür keine Provision. Genau, und hier sieht man eben dann auch wunderbar, wie das beschrieben ist. Und auch hier weiter unten sieht dann so, dass bei der Adressprüfung zum Beispiel das Ergebnis aus. Das heißt, das ist jetzt vor allem für Deutschland erstmal verfügbar, wird auch für die Schweiz kommen, dass wir dort eben dann die Adressen abprüfen können auf Aktualität und dann entsprechend auch per Klick diese Adressen über die entsprechenden Register aktualisieren können. Das wäre so ein Beispiel. Danke. Sehr gerne. Ja, das war's von uns zu den Neuerungen in Vertec. Super, vielen herzlichen Dank Sehr gerne. den beiden Tobiasen.